Willst du wieder verstecken mit uns? So, wir werden heute mal eine Radtour machen. Hey, im Schnee. Das ist jetzt mein 7. Winter in Schweden und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Christine und ich habe diesen Kanal hier als kreatives Projekt gestartet im Jahr 2018. Mittlerweile ist er zu einem Tagebuch über mein Leben in Schweden geworden und in der letzten Woche habe ich einen riesigen Meilenstein geknackt. 1000 Follower. Danke an jeden einzelnen von euch, dass ihr das hier möglich macht. In diesem Video nehme ich euch ein Stückchen mit in unseren gemeinsamen Alltag und wie wir gerade dafür sorgen, dass das Gras auf unserer Seite grün bleibt. Denn darum soll es heute gehen. Um die Frage, ob das Gras beim Nachbarn wirklich grüner ist und was das Ganze mit dem Lebenskompass zu tun hat. Da sind wir. Ich zeige euch, was wir hier im aktuell sehr grauen und trüben Winter so alles machen, was uns bewegt und es gibt natürlich passend zur Adventszeit wieder Kuchen-Content. Bleib gerne dran, wenn du ein Stückchen introvertiertes Schwedenleben in dein Wohnzimmer holen möchtest. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Wasserfall. Da waren wir im Sommer schon mal, als es so unglaublich heiß war. It is hot in Sweden. Jetzt ist es sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Und es ist unglaublich schön hier. Das sieht krass aus. Und genau der Moment des Wasserfalls einfach so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gefroren ist. Ja. Also Ja. still steht. Eine Pflaumenmusriegel für dich. Sehr schön. Ist gut. Das wird mich warm halten. Ja, Energie liefern für die Rückfahrt. genau. Ja, Es ist 3 Uhr. Wir sind gerade zu Hause angekommen, eingefroren. ja, etwas die Füße. Etwas kalt. Aber es war schön. War sehr schön. Ja. Jetzt ist der Tag vorbei, die Sonne ist untergegangen, jetzt wird es dunkel, sehr schnell. Ja, man hat nicht viel machen können. Ne? Eigentlich nur so, ist aufgestanden, gefrühstückt, Fahrradtour und Ja. der Tag ist vorbei. Ja, gerade haben wir ungefähr 6 Stunden Sonnenlicht, Tageslicht. Ja. Ja, da ist der Tag schon schnell vorbei. Aber jetzt kommt der gemütliche Teil des Tages. Ja, also jetzt ist nur das Tageslicht ist vorbei, aber nicht der Tag. Es kommen noch gemütliche Abendstunden. Genau. Erstmal essen. Das auch.
und Markus mal wieder draußen am Bauen ist, ist es für mich wieder an der Zeit, etwas zu backen. Ich möchte nämlich einen Schichtkuchen backen, der inspiriert ist von den schwedischen Lussekatter. Das typische Safrangebäck, was es hier immer in der Weihnachtszeit gibt. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Es hilft mir gerade sehr, dass ich wieder mehr Struktur in meinen Kopf bekomme. Und gerade setze ich mich wieder damit auseinander, was mir eigentlich wichtig im Leben ist. Denn es ist nun mal so, dass wenn wir uns in schwierigen Lebensphasen befinden, dass wir dann eher Verhaltensweisen nutzen und wählen, die uns eigentlich gar nicht dienlich sind, die uns mehr schaden, als dass sie uns voranbringen. Und gerade in solchen Zeiten ist es dann doch sehr wichtig, dass man eben ein bisschen Struktur wieder ins Leben bekommt. Und wenn man sich diese Struktur eben selbst nicht erschaffen kann, dann ist es auch völlig legitim, sich diese Struktur von außen geben zu lassen. Und in meinem Fall ist das eben gerade durch die Therapie, die mir wieder ein bisschen mehr Struktur im Leben schafft, durch kleinere Aufgaben, die ich mache. Aktuell beschäftige ich mich mit meinem Lebenskompass und damit, welche Werte mir im Leben wichtig sind und wie ich mein Leben gerne gestalten möchte und vor allem, was auch kleine Schritte sind, die ich jetzt tun kann, um diesem Ziel näher zu kommen. Das ist bei vielen Sachen natürlich gar nicht so einfach, das zu wählen, und es geht dabei auch gar nicht darum, irgendwas zu ignorieren, was man mit sich rumschleppt, sondern es geht auch sehr viel darum, Akzeptanz zu lernen dafür, dass die Dinge eben nun mal so sind, wie sie sind, und dass manche Dinge eben auch einfach Zeit brauchen, bis man sie lösen kann. Das ist extrem schwierig in dieser Welt, in der wir leben, wo alles schneller geht und man sehr schnell Erfolge erzielen muss oder wo eben auch vieles drängt. Wir alle haben ja irgendwas auf der täglichen To-Do-Liste, was irgendwie dringlich ist. Also es geht ja einfach sehr viel darum, Akzeptanz zu lernen und sich selbst und sein eigenes Tempo wertzuschätzen. Und ich hoffe, das kann auch eine Inspiration für euch da draußen sein. Deswegen backe ich jetzt mal wieder diesen Kuchen, denn das ist was mir extrem viel Spaß macht, mich mit gesunden Lebensmitteln auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich meinem Körper genussvoll etwas Gutes tun. Katze hier in ihrer ganz natürlichen Schlafstellung. Ganz normales Katzenverhalten. Und das ist übrigens der Katzenbaum, den du gebaut hast, während ich nicht da war. Ja. Ein Katzenspielplatz. Ja. Scheint dir zu gefallen. Ja. Das Schauspiel kann beginnen. Ja. Jetzt hört sie, dass es Futter gibt. Ja, kann es gleich wieder hochgehen. Kein Futterplatz.
So, wir waren gerade mal wieder im Gym zum Sport machen und duschen. Man sieht es an meinen Haaren. In der Zwischenzeit konnte mein Kuchen auskühlen und den werde ich jetzt weitermachen. Und währenddessen sitzt Markus hier im Hintergrund und lernt Schwedisch. Hi. Der hat nämlich vor ein paar Wochen, das war Mitte Oktober, einen Einschreibetermin gehabt hier in der Kommune für einen SFI, Schwedischkurs, Schwedisch für Einwanderer. Das dauert allerdings noch ein bisschen, wegen Personalmangel fängt das wohl erst im Januar an. Und zwischenzeitlich kann er aber zu Hause trainieren mit einem Online-Programm und das macht er jetzt fleißig. Richtig. Und wie läuft's so? Ja, es wird. Also ich bin halt noch am Anfang. Ich würde es schon gern irgendeinen Satz sagen. Jetzt fällt mir gerade keinen ein, den ich auf Schwedisch sagen kann. Musst du nicht. Okay. Aber ja, es wird hoffentlich, dass ich bald mich in dem Land hier verbunden fühle, auch sprachlich. Ja. Ja, das ist schon auch mir sehr wichtig, dass ich das kann. Ja. Wir gehen in kleinen Schritten voran und tun, was wir tun können. Richtig. Und jetzt geht's weiter mit dem Kuchen. Kuchen-Content. So sieht der Turm jetzt aus. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Creme so fest geworden ist. Denn das hält ganz schön gut. Dafür, dass es 6 Schichten sind. Und jetzt werde ich das Ganze noch mit weißer Schokolade übergießen. Normalerweise mache ich meine weiße Schokolade auch selbst. Das geht nämlich super einfach mit Kakaobutter, Mandelmehl und Agavendicksaft. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass man sehr, sehr feines Mandelmehl benötigt, damit das nicht verklumpt. Das habe ich jetzt leider nicht zu Hause. Deswegen haben wir eben im Shop noch weiße Backschokolade geholt und die nutze ich jetzt alternativ. Da ist das fertige Kunstwerk. Das kommt jetzt noch in den Kühlschrank, bevor wir das essen können. Hinter mir ist gerade ein Hubschrauber unterwegs und macht ziemlich viel Krach. Die säbeln gerade die ganzen Baumspitzen ab, die in der Nähe von den Stromleitungen wachsen. Und ich hoffe, die zerstören nicht das gesamte Bild hier. Ja, der Hubschrauber war gerade oberhalb des Hauses an dem Berg und hat dort ebenfalls die Baumspitzen abgesäbelt. Ich meine, man sieht es natürlich von hier aus nicht so, aber die hinterlassen ja schon eine ganz schöne Spur der Verwüstung. Ich meine, das ganze Zeug liegt jetzt da irgendwo rum. Hängt wahrscheinlich noch halb in den Bäumen drin. Wir müssen uns das später mal anschauen, wie es aussieht.
So, jetzt schneiden wir mal meine neue Kuchenkreation an. Ja, das ist dann wohl meine Aufgabe. Genau. So. Das geht gut. Das war meistens immer schwierig, wenn die Außenschokolade sehr hart ist, aber okay. Oh, das geht gut. Das geht noch. Ja, so macht man das. Dankeschön. So, wenn der jetzt schmeckt, dann gibt es das Rezept später wieder auf meinem Blog. Wenn der nicht schmeckt, dann nehme ich die Bilder trotzdem und denke mir ein anderes Rezept aus. Aber er wird mit Sicherheit wie immer sehr gut schmecken. Das Es ist- sieht zumindest auch sehr gut aus und Das hoffe ich doch. ja, ganz bestimmt. Ich bin da Vorkoster, Genau. wenn was passiert. Hm. Ja. Ja, perfekt. Okay, das freut mich. Ja. Jetzt zu beschreiben, wie er genau schmeckt, ist schwierig. Da ich das immer nicht so genau beschreiben kann. Außer es schmeckt gut. Aber es hat auch was Fruchtiges, ja. Danke für dein Geschmacksurteil. Bitte gerne. So, jetzt kommt natürlich auch noch mein Urteil. Der Bäcker ist ja wahrscheinlich immer kritischer. Ja. Das ist ein sehr interessanter Kuchen. Der ist natürlich nicht super süß, weil ich auch keinen Zucker verwendet habe. Das soll ja auch nicht. Er schmeckt trotzdem, also hat was Süßes, aber auch eben nicht zu süß. Ist auch gut. Eine gesunde Süße. Ja, es hat eine gesunde Süße. Ja. Die weiße Schokolade schmeckt auch sehr gut. Die gekaufte weiße Schokolade mit Zucker. Ah, deswegen. Das heitig gekauft, oder? Mhm, Das genau. schmeckt immer. Da schneide ich raus. Ja. Man denkt ja allzu oft, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Ich kenne diesen Gedankengang auch. Den habe ich sehr häufig gehabt. Auch als ich schon in Schweden gelebt habe. Was ja eigentlich seltsam ist, denn ich bin ja gerade nach Schweden ausgewandert, weil ich dachte, dort ist das Gras viel grüner, dort ist das Leben besser als in Deutschland. Und dann hat sich aber herausgestellt, irgendwie ist es ja doch nicht so. Das liegt natürlich daran, dass irgendwann auch hier der Alltag einkehrt. Man hat auch hier mit allen möglichen organisatorischen Dingen zu tun. Man muss sich mit bürokratischen Dingen rumärgern. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel das Problem, dass ich 5 Monate darauf warten musste, bis mein Kompost endlich genehmigt wurde. Das ist der Alltag hier. Dinge brauchen häufig sehr viel länger, als man sich selbst erhofft. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Auf der anderen Seite gibt es hier aber auch ganz viele kleine, schöne Momente, die ich mir so in Deutschland nicht hätte vorstellen können. Ich bin zum Beispiel mal von Deutschland nach Schweden gereist. Das war vor ein paar Jahren im Winter. Und ich musste morgens um 5 vom Zug in den Bus umsteigen. Der erste Bus ist dann 2 Stunden bis nach Sollefteå gefahren. Und dort hatte ich nur 5 Minuten Zeit, um in den nächsten Bus einzusteigen. Die Zeit hat nicht gereicht, ich habe den nächsten Bus verpasst. Das war morgens um 7 und ein anderer Busfahrer hat mich nur gesehen, wie ich diesem Bus versucht habe, hinterher zu rennen. Und der hat mich dann angesprochen und gefragt, wo ich denn hin möchte. Und dann habe ich ihm das eben erzählt. Ja, da hat er nur gelacht und meinte, ich muss jetzt halt 2 Stunden in der Kälte warten, bis der nächste Bus kommt. Das Wartehäuschen hatte leider auch noch nicht geöffnet.
Also habe ich mich dahingestellt und habe angefangen zu überlegen, was ich denn jetzt mache. 2 Stunden lang in der Kälte, bei, ich weiß nicht mehr, wie kalt es war, minus 20 Grad. Ja, und dann stand ich da. Und dann ganz plötzlich kam in der Ferne ein Bus angefahren und ich habe mir die Liniennummer angeguckt und das war genau die Linie, die in meinen Ort fuhr. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, der kommt jetzt wirklich zurück. Also er ist wirklich 15 Minuten später nochmal zurückgekommen, weil ihm der andere Busfahrer Bescheid gesagt hat, dass da noch jemand wartet, hat mich einkassiert. Und ja, das war, das war eine wundervolle Erfahrung. Das hätte ich mir so in Deutschland nicht vorstellen können, dass da nochmal ein Bus umdreht, um jemanden in der Pampa abzuholen. Aber hier ist es so passiert. Das ist dann eben ja das Positive, wenn man hier auf dem Land wohnt, dass es dann doch eben noch sehr, sehr viel Hilfe und Menschlichkeit gibt. Das ist ein krasser Kontrast. Auf der einen Seite hört man von sehr, sehr vielen Auswanderern und Schweden, dass Schweden eben sehr strenge Regeln hat und dass es meist auch keinen Spielraum gibt, wenn es um diese Regeln geht. Es gibt diese eine Regel und keine Grauzone und dann halten sich eben alle an diese Regeln. Ich habe das auch selbst schon sehr, sehr oft gespürt. Nicht zum Besten von mir selbst, aber ja, dann auf der anderen Seite hat man eben dann doch diese kleinen Momente, wo irgendwas passiert, was eigentlich nicht in dieses Regelwerk passt. Und warum ich diese Anekdote erzähle, ist eigentlich, weil ich mir gerade Gedanken darüber mache, warum ich hier lebe, warum ich hier weiterleben will und was eigentlich mein Lebenskompass mir zeigt. Welche Säulen meines Lebens haben gerade sehr große Defizite und sind deswegen die Ursache dafür, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich gerade in dieser Phase bin, über die ich ja in einem meiner letzten Videos erzählt habe. Und das ist eine schöne Reflektieraufgabe jetzt für die Adventszeit, wo ich mir wirklich bewusst werden kann, ja, was kann ich denn eigentlich tun, damit gewisse Säulen meines Lebens eben nicht mehr so stark leiden und diesen Leidensdruck verursachen. Ich übe mich gerade sehr stark darin, Kontakte zu pflegen. Das ist nicht meine leichteste Aufgabe, weil ich so introvertiert bin und mir meistens sehr oft selbst im Weg stehe. Aber ich übe mich darin und versuche in kleinen Schritten voranzugehen. Ich habe auch vor ein paar Wochen einen Schwedisch-Test gemacht, um zu sehen, wo ich denn in meinen Schwedischkenntnissen stehe. Da wurde das Hörverständnis, das Leseverständnis und die Schreibfähigkeiten geprüft und alle 3 waren auf einem soliden B2-Level, also recht gut. Ich kann alles verstehen, ich komme hier gut zurecht. Das Sprachvermögen wurde dann nicht getestet in diesem Test. Ich weiß aber, dass ich gerade da eben noch große Defizite habe. Das war mal besser, aber wenn man das eben nicht spricht, dann geht das auch wieder verloren, dieses Vermögen, flüssig zu sprechen. Und auch da möchte ich wieder ein bisschen mehr aus mir rauskommen und ein bisschen besser sprechen. Lernen, trainieren. Ich habe jetzt mit meinem Nachbarn den Deal gemacht, dass wir uns ausschließlich auf Schwedisch unterhalten. Das war lange Zeit nicht so. Aus Bequemlichkeit sind wir dann immer sehr schnell ins Englische gerutscht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich Markus jetzt jeden Abend etwas aus einem schwedischen Kinderbuch vorlese. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir mehr Sicherheit geben für die Zukunft und die mir natürlich auch mehr Chancen bieten, damit ich dann vielleicht mal einen Teilzeitjob finden kann, in dem ich mich sicher fühle, in dem ich keine Angst haben muss. Und es wird natürlich auch meinen eigenen Ideen dienlich sein, die ich noch verwirklichen möchte. Das ist jetzt ein kleiner Schritt, den ich verwirklichen kann. Somit kann ich direkt auch kleinere Erfolge erzielen. Und sie bringen mich dem großen Ganzen näher. Und so habe ich dann schon mal was für diese eine Lebenssäule getan, die gerade so große Defizite hat. Und das fühlt sich gut an. Und zusammenfassend möchte ich da einfach sagen, wenn du denkst, das Gras ist auf der anderen Seite grüner,
Das ist ein Trugschluss. Man muss selber sehr, sehr viel dafür tun, dass das Gras grün bleibt. Und ja, das mache ich gerade, indem ich über meinen Lebenskompass reflektiere. Und ich hoffe mir dadurch, dass ich das Gras wieder ja, zum Blühen bringen kann und damit es besser wächst und schön grün und frisch erstrahlt. Ich möchte meinen Kompass im Leben auf einen Weg ausrichten, auf dem ich mich wirklich so zeigen kann, wie ich bin, mit allen Stärken und auch mit allen Schwächen, denn genau das macht es für mich so wertvoll und das erfüllt mich einfach, wenn ich meine Masken ablegen kann. Ein Stück weit habe ich das jetzt auch schon geschafft hier auf diesem Kanal, nämlich dank euch, weil ihr mir immer so schöne Kommentare da lasst, die mich in dem bestärken, was ich bin und auch in dem bestärken, was ich zu teilen habe. Die berühren mich immer sehr und dafür danke ich euch. Und eine Sache steht jetzt noch aus. Ich habe nämlich schon mal alle Namen auf einen Zettel geschrieben von den Kommentatoren und Kommentatorinnen, die ihre kleinen Momente im letzten Video mit uns geteilt haben. Und ich habe ja versprochen, dass ich dieses kleine Kunstwerk, was ich das letzte Mal schon gemacht habe, an einen von euch senden möchte mit ein paar lieben, warmen Worten aus Schweden. Und ja, deswegen werde ich jetzt hier aus diesem Glas einen Zettel ziehen und derjenige, der darf sich dann über liebevolle Adventspost freuen in den nächsten Tagen. Das bist du. Auch heute möchte ich wieder ein bisschen Liebe raus in die Welt schicken. Und wenn du Lust hast, teilzunehmen an meiner kleinen Adventsaktion und wenn du dieses kleine Kunstwerk, was ich jetzt gemacht habe, in deinen Händen halten möchtest, das ist übrigens gemacht mit Kiefernadelpigmenten. Ja, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare, nach welchen Werten du dein Leben ausrichtest und was dir wichtig ist im Leben. Ich freue mich wie immer sehr darüber, über jeden einzelnen Kommentar und auch über das, was ihr zu teilen habt. Und dann wird es auch im nächsten Video wieder eine kleine Ziehung geben und jemand darf sich dann über dieses kleine Kunstwerk erfreuen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Adventszeit. Seid lieb zueinander, tut euch etwas Gutes, gebt Acht auf euch und auf eure Liebsten und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.